Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir die Garmin Instinct Crossover auf dem Tisch. Ich möchte, wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, hier wieder ein ausführliches Review zu dieser Uhr machen. Ich werde das Ganze wieder in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich ein Thema nicht interessiert, dann kannst du entsprechend hier weiterspringen, beziehungsweise wenn du nochmal was schauen willst, entsprechend ja auch nochmal in Kapitel zurückspringen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt jetzt hier mit der Uhr an. Ja, da haben wir das gute Stück, die Garmin Instinct Crossover, und das erste, was einem direkt hier ins Auge fällt, ist das analoge oder die analogen Zeiger. Ja, die Uhr ist eine Mischung aus analoger Uhr und ja, digitalem Display. Wir haben hier einmal die Zeitanzeige im analogen Bereich. Wir sehen auch hier, dass die Zeiger beziehungsweise hier 12 und 6, das Ganze wird auch abends beleuchtet. Das heißt also, das ist klassisch, wie man es von früher von den Uhren kennt. Wenn es dann dunkel ist, leuchtet es noch nach und ihr könnt dann entsprechend die Uhrzeit ganz normal ablesen, ohne dass ihr jetzt das Display einschalten müsst. Im Hintergrund ist dann auch das Display zu sehen. Wir haben hier ein 176 x 176 Pixel großes Display. Wir haben jetzt hier ein Garmin-eigenes Watchface hinterlegt, wo oben einmal der Pulsbereich ist, beziehungsweise das Datum, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und links der Akkustand. Das Armband selber hat hier 22 mm und es ist so, wie wir es jetzt von den anderen Instinct-Uhren gewöhnt sind, beziehungsweise von der Instinct 1 oder Instinct 2, dass hier dieses Armband nicht so einfach ablösbar ist. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie ihr hier Armbänder tauschen könnt. Das ist hier genauso, das verlinke ich dir oben mal. Das ist zwar mit der Instinct 2, aber das funktioniert hier genauso. Also man kann die Armbänder tauschen, ist nur etwas kniffliger als jetzt hier mit den anderen Garmin-Uhren, die wir so kennen. Die Uhr selber ist dann auch bis 100 Meter wasserdicht. Wir sehen auch hier unten steht auch schon Thermal Shock Water und das Ganze ist hier auch nach dem MEL STD 810 Standard getestet worden. Das heißt also, die Uhr ist auch sehr robust und kann gut im Outdoor-Bereich eingesetzt werden. Was wir hier nicht verbaut haben, ist kein Touch-Display. Die Bedienung erfolgt hier ausschließlich über die Tasten. Wir haben einmal hier auf der linken Seite 3 Tasten zur Bedienung und auf der rechten Seite nochmal 2 Tasten, um entsprechend hier die Instinct Crossover zu bedienen. Dann nochmal ganz kurz was zum Gewicht. Die Uhr selber hat hier 65 Gramm bzw. 65 Gramm schwer. Das heißt also, das ist auch wirklich kein Schwergewicht, das ist leicht zu tragen, sie ist auch sehr angenehm zu tragen und passt auch bei schmalen Handgelenken. Also ich selber habe jetzt ein relativ schmales Handgelenk und wir sehen hier, dass die Uhr trotzdem wirklich sehr gut dran passt, beziehungsweise hier entsprechend gut anliegt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was machen die analogen Zeiger, die wir hier verbaut haben? Ist gar nicht ganz einfach. Wenn ihr durch die Widgets geht, und das werden wir jetzt hier noch mehrfach sehen, dann passen sich die Zeiger an. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reingehen in die normalen Widgets, sehen wir, dass die Uhr hier in so eine Art Nullstellung geht, sage ich mal. Also das heißt, dass sie hier einmal auf 3 und auf einmal 9 steht. Und so passt es sich, wie gesagt, nach jedem Menü an. Oder auch, wenn ihr jetzt laufend seid und euch den Pulsbereich anzeigen lasst, dann sind die Zeiger quasi die Anzeige, welchen Puls ihr gerade habt. Ich blende es euch einfach mal ein, wie das Ganze aussieht. Und so werden die Zeiger hier komplett in das Menü integriert. Und das ist auch wirklich toll. Also mir macht das richtig Spaß, mir gefällt das richtig gut, wie das Ganze dann entsprechend umgesetzt wird. Aber das werdet ihr im Laufe des Videos hier noch mehrfach sehen, wie sich dann hier die Zeiger hin und her bewegen, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind. Dann fangen wir jetzt einfach auch mal mit den Menüs an. Wir haben hier oben rechts, wenn ihr reingeht, wieder ein Schnellmenü. Das ist so ein Schnellauswahlmenü, wo wir entsprechend dann hier Sachen auswählen können. Wir haben zum Beispiel hier das Menü Telefon suchen. Und das ist so, beim iPhone zum Beispiel müsst ihr auch die Garmin Connect App im Hintergrund anhaben, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Das heißt also, diese sollte dann entsprechend geöffnet sein. Und wenn wir jetzt das Telefon suchen, dann hören wir jetzt auch schon den Ton, wie sich das Ganze entsprechend anhört. Und ihr könnt das Ganze dann in der Garmin Connect App dann bestätigen, wenn ihr das Handy gefunden habt. Wir haben auch die Option, dann Herzfrequenz zu senden. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Swift nutzt und hier das iPad zum Beispiel als Grundlage nehmt, dann könnt ihr hier entsprechend die Herzfrequenz senden und das Ganze übertragen. Und hier wird es dann entsprechend bei Swift dann übernommen. Beziehungsweise, wenn ihr andere Geräte habt, die das auch ebenfalls können, mit Bluetooth das Ganze zu empfangen, wird das entsprechend dann hier auch unterstützt. Und das ist eigentlich auch ganz einfach, ihr müsst einfach nur reingehen, das Ganze starten und dann wird das Ganze auch schon übertragen. Und wir sehen jetzt hier, iPhone von Sascha ist gerade momentan verbunden, das ist mein iPhone. Aber wir sehen jetzt gerade, dadurch, dass ich die Uhr nicht anhabe, wird die Herzfrequenz nicht gesendet. Und es ist auch so, wenn ihr noch ein ANT-Brustgurt habt, dann könnt ihr hier über die Uhr direkt via Bluetooth das Ganze dann mit dem iPad verbinden. Also ihr müsst euch jetzt extra einen Dongle kaufen oder sowas, wenn ihr die Uhr habt, dann könnt ihr das Ganze dann entsprechend hier auch nutzen. Dann haben wir natürlich auch hier Möglichkeiten, Alarme und Wecker zu stellen, beziehungsweise dann auch eine Stoppuhr zu nutzen oder auch die Uhr direkt auszuschalten oder hier in einen Energiesparmodus reinzugehen. Ebenfalls haben wir noch die Option, die Helligkeit einzustellen. Wir haben jetzt hier 100% Helligkeit. Ihr könnt das Ganze dann aber auch bis auf 10% runter skalieren, also je nachdem, wie ihr das Ganze benötigt. Umso heller das Display ist, umso kürzer ist natürlich dann entsprechend auch die Akkulaufzeit. Dann haben wir noch einen DND-Modus, heißt also einen Nicht-Stören-Modus. Und das ist auch so, wenn ihr dann die Uhr einrichtet
und die Schlafenszeit eingebt, dann könnt ihr hier auch dann entsprechend sagen, okay, da möchte ich dann nicht gestört werden. Das heißt also, wenn ihr in den Schlafensbereich kommt, dann geht die Uhr auch automatisch in den Nicht-Stören-Modus. Ihr müsst nicht extra das Ganze hier einschalten. Dann haben wir noch die Option, die Tasten zu sperren. Eine weitere Funktion, die wir noch haben, ist dann die Musikfunktion. Und hier ist es so, dass ihr die Musik dann auf dem Handy entsprechend steuern könnt. Die Uhr unterstützt auch ebenfalls Garmin Pay. Das heißt also, wenn ihr jetzt Garmin Pay schon nutzt, dann habt ihr hier mit der Uhr auch ebenfalls die Möglichkeit hier, wie bei jeder neu erschienenen Garmin-Uhr mittlerweile Standard, ist auch hier jetzt die Möglichkeit, die Uhr über die App einzustellen. Und da möchte ich mit einfach jetzt mal ganz kurz noch in das Schnellmenü hineingehen, weil das Ganze kann man dann entsprechend hier auch noch in der App verwalten. Dafür gehen wir einfach jetzt hier oben auf die Uhr, dann gehen wir hier auf Darstellung. Und dann haben wir hier auch schon die Steuerung, das ist hier das Drehrad, was wir gerade sehen. Da sind alle Menüpunkte, die wir hier gerade eben aufgezählt haben. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit hier, wie wir sehen, weitere Menüpunkte hinzuzufügen. Wir haben zum Beispiel hier alternative Zeitzonen, das heißt also, ihr könnt euch dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt viel reist, euch noch zusätzliche Zeitzonen hinterlegen und diese dann entsprechend euch anzeigen lassen, damit ihr wisst dann im Standort, wo ihr seid, wie viel Uhr wir haben. Dann haben wir noch die Option, zum Beispiel die Position zu speichern. Die Uhr unterstützt auch hier die Möglichkeit, Position zu speichern oder auch Sonnenaufgangs- und Untergang könnt ihr euch direkt anzeigen lassen. Das gibt es hier aber alles dann entsprechend hier in den eigenen Widgets, wo es dann nochmal detailliert angezeigt wird. Ebenfalls ist hier auch eine Taschenlampe dabei. Da möchte ich aber sagen, das Ganze ist hier wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Das ist nämlich wirklich so dunkel, beziehungsweise das macht es nicht wirklich so hell, dass man das Ganze jetzt hier als Taschenlampe betiteln sollte. Da ist zum Beispiel bei einer Phoenix 7, wo dann wirklich eine eigene Lampe verbaut ist, die ist dann hier vorne verbaut. Das haben wir hier bei der Instinct Crossover nicht. Da ist das, würde ich als Taschenlampe bezeichnen, aber hier ist wie gesagt nur das Display dann etwas heller gestellt. Ja, und so könnt ihr dann auf jeden Fall, je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet, euch auch verwalten. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte die Brieftasche jetzt nicht haben, geht ihr einfach auf das Minus und dann wird das Ganze auch schon entsprechend rausgenommen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf alternative Zeitzonen gehen, dann wird das Ganze dann entsprechend hinzugefügt. Wir haben gesehen, es ist so ein bisschen ein kleines Lag dazwischen oder Delay oder ja, eine kleine Verzögerung. So, und wenn wir das Ganze jetzt hier entsprechend dann verwaltet haben oder beziehungsweise synchronisiert haben, dann sehen wir das auch gleich, wenn wir in das Schnellmenü hineingehen, ist dann entsprechend dann auch hier gleich die Option mit der Zeitzone enthalten. Gehen wir jetzt einfach mal oben hier nochmal ins Schnellmenü hinein und dann sehen wir jetzt auch gleich hier, wenn wir durchgehen, da sind schon die alternativen Zeitzonen, dann schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Hier können wir uns zum Beispiel eine neue Zone hinzuwählen, sehen wir jetzt auch, welche Region dann ist, können wir die ganzen Regionen durchgehen, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Dann nehmen wir zum Beispiel hier den asiatischen Bereich, sagen wir hier Peking zum Beispiel und dann können wir das Ganze noch benennen, dann sagen wir jetzt okay und dann haben wir hier entsprechend Peking hinterlegt und jedes Mal, wenn wir dann hier in die Zeitzone hineingehen, haben wir dann entsprechend auch hier die Uhr. Ebenfalls habt ihr bei der Uhr dann die Möglichkeit, wenn ihr hier rechts oben länger auf die Taste drückt, dass ihr dann entsprechend auch hier eine Position setzen könnt, beziehungsweise ich zeige es euch einfach mal im Live-Betrieb, weil wir sind gerade im Keller, da könnt ihr entsprechend hier die Position speichern und habt die dann hier ja auf der Uhr enthalten. Was wir zudem noch haben, sind auch die Sicherheitsfunktionen. Das heißt, wenn wir jetzt links länger auf die Taste drücken, mehr als 3 Sekunden, dann geht hier auch dann schon der Alarm los. Sehen wir hier, Hilfealarm wird ausgelöst. Das heißt also, wenn ihr jetzt unterwegs seid, könnt ihr euch entsprechend Hilfe suchen lassen bzw. Hilfe geben lassen. Und dann werden eure Notfallkontakte, die ihr bei Garmin Connect hinterlegt habt, kontaktiert bzw. bekommen einen Anruf und eine SMS. Und dann können sie entsprechend mit den GPS-Daten ja, Hilfe holen bzw. euch Hilfe schicken. Voraussetzung hierfür ist aber tatsächlich, dass ihr dann auch das Handy dabei habt und das Ganze mit Garmin Connect verbunden ist. Wie gesagt, beim iPhone immer die App im Hintergrund offen lassen. Dann funktioniert das Ganze auch, weil hier ist kein LTE-Chip verbaut, beziehungsweise keine Möglichkeit, Mobilfunk zu hinterlegen. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns aber einfach mal die Widgets an, die es hier gibt. Wir haben hier zum Beispiel einmal das Wetter. Das kennen wir von Garmin typisch jetzt schon, dass wir einmal die Wetterdaten bekommen. Ihr könnt einmal einen festen Ort hinterlegen, beziehungsweise den Ort, wo ihr gerade im Handy unterwegs seid und könnt euch da entsprechend die Daten synchronisieren lassen. Das Ganze wird dann immer mit Garmin Connect synchronisiert und dann habt ihr das Ganze auf der Uhr. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht ständig das Handy dabei haben, um das Wetter anzeigen zu lassen. Das wird einmal synchronisiert und sobald wieder Garmin Connect in der Nähe ist, wird das Ganze dann aktualisiert. Wir sehen hier die gefühlte Temperatur bzw. die reale Temperatur, unten dann die Spanne von 7 bis 2 Grad. Wenn wir dann noch weiter runtergehen, wir sehen jetzt auch die Zeiger, die verstellen sich jedes Mal. Haben wir jetzt hier zum Beispiel die Voraussage für die nächsten Stunden, beziehungsweise dann auch für die nächsten Tage, inklusive Regenwahrscheinlichkeit, die wir jetzt hier unten sehen. Und so sehen wir jetzt nochmal im 12-Stunden-Trend, wie sich dann entsprechend die Regenwahrscheinlichkeit verändert. Wir sehen jetzt hier, die geht entsprechend hoch, etwa 50%. Und dann haben wir noch den Luftqualitätsindex, der jetzt aktuell nicht synchronisiert ist. Und wir sehen hier oben sind noch Punkte angezeigt. Das heißt also, wenn wir jetzt hier oben noch auf die Taste drücken, sehen wir dann auch noch den Taupunkt.
und den UV-Index, es ist jetzt gerade dunkel, deswegen ist der entsprechend hier dann auch 0. Dann haben wir hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget und wie wir hier ganz gut sehen, das Ganze ist natürlich auch in Schwarz-Weiß gehalten. Das heißt also, die Kontraste sind zwar da, aber wenn ihr jetzt vielleicht Probleme habt mit dem Ablesen von solchen Schwarzwerten, dann ist vielleicht die Uhr jetzt nicht so ganz ideal für euch, zumindest bei solchen Widgets, weil wir sehen jetzt hier den Strich, das wird hier aufgeführt und dann sehen wir hier den Verlauf. Also hier sehen wir auch dann tatsächlich, wie der Tagesverlauf mit der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Dann sehen wir auch, dass in 11 Stunden und 29 Minuten die Sonne wieder aufgeht. Das wird hier oben gerade eingeblendet. Wir können auch nochmal hineingehen, dann bekommen wir hier nochmal eine detaillierte Ansicht. Da ist dann auch nochmal die Dämmerungszeit dabei. Das sehen wir jetzt hier unten. 7:43 Uhr ist hell geworden, beziehungsweise anfangen zu dämmern. Und 17:07 Uhr wird es dann richtig dunkel. Und so können wir dann einfach nochmal durch die Tage gehen. Wir sehen jetzt zum Beispiel heute und dann können wir uns einfach den Verlauf anschauen. Wir sehen jetzt hier, wir hatten jetzt die Sommersonnenwende, das heißt also die Tage werden länger. Sonnenuntergang geht jetzt langsam immer höher und die Dämmerungszeit ebenfalls. Und so habt ihr dann immer auf einen Blick, wie sich das Ganze hier entsprechend verändert. Ebenfalls, was wir noch direkt verbaut haben, ist dann auch die Mondansicht, beziehungsweise wie der Mond sich gerade entwickelt. Wir sind jetzt hier zum Sichelmond, das heißt also Mondaufgang, Monduntergang ist dabei, aber auch dann die Mondphasen. Wir sehen jetzt hier, dass der Mond so langsam zunimmt und wir uns dann Richtung Vollmond bewegen. Oben ist dann die Prozentanzeige, falls das für euch jetzt wichtig ist, weil ihr zum Beispiel jetzt irgendwelche Sachen mit dem Mond zu tun habt, dann habt ihr hier direkt die Übersicht und seht dann hier entsprechend die Entwicklung, wie das Ganze ist. Wir sehen da unten jetzt wieder abnehmend, das ist jetzt zum Beispiel am 12. Januar, Dreiviertelsmond und so habt ihr das Ganze dann auch hier direkt im Widget verbaut. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist dann der Kompass. Wir haben Garmin typisch jetzt hier, ich habe das Ganze jetzt im ABC-Widget, das ist so ein zusammengeführtes Widget. Sehen wir einmal hier, dass die Zeiger dann entsprechend auf die 12-Uhr-Stellung gehen. Dann sehen wir hier einmal die Höhenmeter angezeigt, weil dann hier der barometrische Höhenmesser das Ganze entsprechend misst, die Gradzahl. Aber auch hier haben wir dann nochmal den Höhenmesser direkt. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wie das in den letzten 4 Stunden war. Und ihr habt auch die Möglichkeit, die ganzen Sachen hier direkt zu kalibrieren, wenn ihr möchtet. Dann haben wir natürlich auch noch den Barometer selber. Da sehen wir jetzt hier die Entwicklung, wie viel Hektopascal wir haben. Und wenn wir hier oben auf den Pfeil gehen, dann kommen wir hier auch schon in die Einstellung hinein. Und hier ist es ganz interessant, weil hier können wir das Ganze einmal kalibrieren, aber auch dann hier direkt die Unwetterwarnung einstellen. Die ist jetzt aktuell zum Beispiel aus. Machen wir jetzt einfach mal an. Und dann können wir das Ganze einstellen. Wir können aber auch sagen, wie fein das Ganze sein soll. Also das heißt zum Beispiel, wenn es ab 4 Millibar pro 3 Stunden runtergeht, bekommen die Warnung. Ihr könnt das Ganze dann aber nochmal entsprechend hochstellen. Ich habe das Ganze immer auf 5 stehen, habe hier so meine Erfahrung gemacht, dass das hier der optimale Wert ist. Dann kommen wir auch schon zu den Garmin-typischen Widgets. Das ist zum Beispiel hier jetzt die Body Battery. Das ist quasi der menschliche Akku, den es gibt. Wir sehen hier den Verlauf der Kurve. Wir sehen hier vorne im Bereich, da habe ich geschlafen, habe meinen Akku quasi aufgetankt. Und dann sehen wir hier den Verlauf des Tages, wie das Ganze hier nach und nach runtergegangen ist. Wir sehen hier oben, 73 Punkte habe ich geladen und 72 Punkte habe ich entladen. Höchststand war jetzt 92 Punkte. Das Ganze geht dann bis 100. Und ein Faktor dafür ist natürlich der Stress. Das heißt also, wie stressig ist der Tag gewesen, beziehungsweise wie hat sich die Herzfrequenz geändert, die Herzfrequenzvariabilität und entsprechend so werden die Stressdaten ermittelt und die sind eigentlich doch gar nicht so schlecht. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich krank war, dass dann die Stressdaten extrem hoch waren. Ich habe das erst gar nicht gemerkt, also es war in der Vorstufe des Krankwerdens, habe es aber auf die Uhr gesehen und prompt wurde ich auch krank. Da hat man schon gemerkt, dass der Körper hier gegen was ankämpft und das hat die Uhr doch wirklich sehr gut abgebildet und die Body Battery war dann entsprechend auch ziemlich weit unten. Wobei man muss sagen, der unterste Wert, den ich jetzt gesehen habe, ist 5 und darunter geht es nicht mehr. Aber da fühlt man sich meistens auch wirklich tatsächlich nicht mehr in der Lage, irgendwie Sport zu machen. Und so habt ihr das immer so ein bisschen im Überblick, ob ihr jetzt bereit seid, hier einen großen Workout zu machen oder doch lieber ein bisschen, Piano machen solltet und euch ein bisschen ausruhen sollt. Und so seht ihr es dann im Tagesverlauf, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Dann gibt es die Stressmessung natürlich auch nochmal alleine. Da können wir das Ganze dann nochmal separat anschauen. Und wir sind auch hier zum Beispiel gerade gemessen. Unten sehen wir das Ganze nochmal in der Grafik, natürlich jetzt in schwarz-weiß gehalten. Und hier sehen wir dann nochmal die Aufarbeitung, wie viel Erholungszeit dabei war, niedriger Stress, Mittelstress und hoher Stress. Und so seht ihr das dann nochmal im Tagesverlauf dann exakt aufgegliedert. Natürlich darf dann auch das Schlaftracking nicht fehlen, weil das ja ein Bestandteil des, Akkuladens oder beziehungsweise der Regeneration auch. Deswegen gibt es bei den Sportuhren auch immer das Schlaftracking. Wenn wir mal reingehen, sehen wir hier, wir bekommen einmal hier die Schlafenszeit oben angezeigt. Dann wird das Ganze hier zwischen 0 und 100 bewertet. Das ist ein Score von 81. Ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen. Die Qualität war gut. Und hier bekomme ich auch noch die Auswertung, dass ich jetzt viel Tiefschlaf hatte. Können wir uns das Ganze dann auch nochmal hier im Detail anschauen. Das sehen wir aber gleich in der App nochmal ein bisschen besser. Da sind nochmal Wach-, REM-, Leicht- und Tiefschlafphasen aufgezeigt.
Ja, wie gesagt, man erkennt es nicht so gut, aber man kann unten erkennen, 23:53 bis 7:23 habe ich geschlafen und es kommt ungefähr so hin. Also Garmin verfehlt mittlerweile die Zeit nur noch so um 10 Minuten. Früher war es viel schlimmer. Das heißt also, das Schlaftracking hat sich schon deutlich verbessert, ist aber noch ein bisschen ausbaufähig. Das kann hier zum Beispiel Polar deutlich besser als Garmin. Aber sie sind dran und man merkt eine Verbesserung, dass es hier ja sich verbessert. Was das Thema REM und Tiefschlafphasen angeht, ist natürlich hier im Sprachlabor besser zu ermitteln als jetzt auf der Uhr. Aber ich sag mal, für den groben Überblick ist es jetzt nicht schlecht. Wir haben ja eine Sport- und eine Fitnessuhr, deswegen sind auch dann entsprechend nochmal die Schritte dabei. Also Schritte werden auch gezählt. Wir sehen jetzt hier, ich habe zum Beispiel mein Tagesziel erreicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser weiße Balken, den wir hier sehen, noch nicht ganz aufgefüllt. Haben wir jetzt aber. Und wir sehen auch rechts, da ist so, ja, gestrichelt Linien. Und das ist so ein Inaktivmesser, beziehungsweise der misst dann, wie viel ihr inaktiv seid. Und sobald dieser Balken voll ist, dann vibriert die Uhr leicht. Ihr könnt es also auch abschalten, wenn ihr es möchtet. Und sagt einfach mal, dass ihr euch ein bisschen bewegen sollt. Und erinnert euch einfach dran, dass ihr vielleicht mal aufsteht und im Büro ein bisschen euch bewegt. Und natürlich haben wir dann hier Schrittziele, die wir setzen können. Und dann sehen wir hier nochmal eine Übersicht. Ich habe jetzt die letzten Tage mein Schrittziel erreicht. Im Schnitt habe ich hier 10.200 Schritte. Und dann könnt ihr das Ganze dann auch entsprechend hier in der App verwalten. Ist aber auch so, wenn ihr zum Beispiel jetzt bei der TK-Krankenkasse seid, so wie ich, bei der Schritt-Challenge, dann könnt ihr das Ganze dann auch hier direkt anmelden. Das geht sowohl bei Android als auch bei iPhone. Und da könnt ihr dann entsprechend hier bei den Challenges teilnehmen. Also zumindest bei einer Krankenkasse ist es so. Und da bekommt ihr dann auch entsprechend hier dann Bonis, wenn ihr das Ganze schafft. Dann ist natürlich auch noch ein Etagenzähler verbaut, der dann ja auch die Etagen zählt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Wir sehen auch hier meine Anzeige, der Zeiger, der zeigt es hier, wo wir gerade stehen. Also auch hier bewegt sich das Ganze mit. Das heißt also, hier habe ich mein Tagesziel noch nicht erreicht. Und dann sehen wir das Ganze hier nochmal in der Übersicht. Dann haben wir natürlich auch das Kalorientracking. Dann haben wir natürlich einmal Aktivkalorien, also die bewegten Kalorien, wie ich mich bewegt habe, als auch die Ruhekalorien. Das ist einfach mein kompletter Grundumsatz, den ich habe, also auch wenn ich mich nicht bewege. Und der ergibt sich natürlich aus meiner Körpergröße, aus meinem Alter, aus meinem Gewicht. Daher ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr bei Garmin Connect hier richtige Angaben macht, weil wenn hier Angaben nicht stimmen, dann kann der natürlich auch nicht die Ruhekalorien richtig berechnen. Also da bitte aufpassen, dass ihr das alles richtig macht, damit hier die Werte dann auch exakt übereinstimmen. Dann kommen wir natürlich auch jetzt schon in den Bereich Sport, und zwar, das ist einmal hier das Trainingszustand-Widget. Wir sehen jetzt hier aktuell vorm Aufbau, das heißt also, ich baue meine Fitness aus bzw. auf. Wir sehen jetzt hier, dass wir einmal noch, wie gesagt, hier oben Formaufbau haben. Da unten steht jetzt die VO2 Max, die ist bei mir aktuell gleichbleibend. Wir können hier auch mal reingehen und sich dann das Ganze nochmal hier im Detail durchlesen, was das heißt. Also hier wird meine harte Arbeit belohnt, ja, die ich gemacht habe. Wir können aber mal detaillierter reingehen. Dann sehen wir einmal hier den HFV-Status, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Da steht momentan kein Zustand. Das liegt daran, ich muss die Uhr 3 Wochen tragen, damit er ja einfach einen Wert findet, was mein normaler Wert ist. Und anhand diesen Werten wird dann immer ausgewertet, nachts, wenn ich schlafe, wie gut meine Herzfrequenzvariabilität ist. Dann können wir aber nochmal tiefer hineingehen, und zwar bekommen wir dann hier in die aktuelle Belastung, das ist dann das Trainingsload. Das heißt also, wie viel trainiert ihr? Seid ihr gut trainiert, seid ihr schlecht trainiert? Dann sehen wir jetzt hier, dass ich mich um die 500 Punkte bewege und im Optimalbereich bin, das sehen wir hier oben. Detailliert bekommen wir das Ganze dann nochmal besser in der App angezeigt. Dann sehen wir hier nochmal die Trainingsbelastung, also meine Workouts, die ich hier durchgeführt habe, weil jedes Workout gibt dann ja Trainingspunkte oder Trainingsload. Und je nachdem, wie anstrengend ist, bekommt er dann, wie gesagt, mehr oder weniger Punkte. Und das baut sich dann entsprechend hier in der Grafik auf. Wie gesagt, das gucken wir uns dann gleich in der App noch ein bisschen genauer an. Da erkläre ich euch mal ganz kurz, was das Ganze dann eigentlich bedeutet. Dann haben wir noch die VO2 Max. Da bin ich momentan nur ausreichend. Also da war ich schon mal besser. Ich war jetzt viel krank gewesen. Habe wenig Intervalle gemacht. Das heißt also, hier hat sich mein Wert verschlechtert. Dann haben wir nochmal die Herzfrequenzvariabilität selber im Status. Also hier sehen wir dann auch die Daten, die dann gesammelt werden. Sehen wir hier, aktuell waren es 72 Millisekunden, die hier angezeigt werden, und der 7-Tage-Schnitt wird noch entsprechend ermittelt. Dann haben wir noch eine Erholungszeit. Das ist jetzt hier die Zeit, die ich jetzt noch brauche, um hier das nächste Workout zu machen. Wie wir sehen, ich habe gestern eins gemacht. Das sind jetzt noch 14 Stunden Erholungszeit, die errechnet worden sind, basierend auf meiner Herzfrequenz und auf meine Anstrengung. Dann haben wir noch hier die Hitzeakklimatisierung. Das heißt, wenn es über 20 Grad dann hinausgeht und es heißer wird, dann wird es berücksichtigt, sowohl in der VO2 Max Berechnung als auch ja, im täglichen Training. Und da wird dann einfach geschaut, wie ihr euch entsprechend der Hitze anpasst. Das gleiche ist dann auch bei der Höhenakklimatisierung. Das ist aber dann erst nur in den Bergen wirklich relevant, beziehungsweise findet dann Einsatz. Da bekommt ihr dann auch ebenfalls angezeigt, wenn sich dann euer Körper der Höhe anpasst.
Da habt ihr natürlich am Anfang Probleme, wenn ihr laufen geht, gerade über 1000 Meter und es nicht gewohnt seid. Da merkt ihr erstmal, dass ihr nicht keine Luft habt. Aber wenn ihr das öfters macht, dann passt ihr euch natürlich der Höhe an. Das Ganze wird dann auch hier entsprechend dann angezeigt, auf wie viel Höhenmeter ihr dann entsprechend akklimatisiert seid. Neben dem Trainingszustand gibt es dann nochmal ein eigenes VO2 Max Widget. Da können wir auch nochmal reingehen. Da sehen wir jetzt nochmal die 44, die wir gerade schon gesehen haben. Und auch hier sehen wir, die Zeiger passen sich entsprechend der Anzeige an. Das Ganze ist aber nicht nur fürs Laufen. Also wir sehen jetzt hier oben ist so ein Männchen, das läuft. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil der Zeiger da drüber ist. Aber hier oben sehen wir dann links das Fahrrad. Das heißt also, da war es zum letzten Mal am 4. September, wo ich das Ganze gemacht habe. Und da sehen wir jetzt hier eine VO2 Max von 46. Ihr bekommt aber nur VO2 Max Werte angezeigt beim Radfahren, wenn ihr auch ein Leistungsmesser habt. Das heißt, entweder ein Leistungsmesser direkt selber am Fahrrad, also zum Beispiel Leistungspedale von Garmin, oder auch zum Beispiel, wenn ihr einen Indoor-Trainer habt, der das Ganze unterstützt, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen Kicker Snap, der macht das Ganze, da wird es entsprechend auch unterstützt und da bekommt ihr dann hier Leistungswerte und Leistungskurven angezeigt und dann bekommt ihr auch eine VO2 Max. Das heißt also, wenn ihr sowas nicht habt, dann bekommt ihr leider auch keine VO2 Max Werte angezeigt. Wenn wir dann weiter scrollen, bekommen wir dann auch hier den Laktatschwellenwert angezeigt. Wir sehen hier, gestern hat der sich bei mir verändert bzw. verbessert. Und ich habe zum Beispiel die Herzfrequenzmessung basierend auf der Laktatschwelle. Das heißt also, da haben sich dann auch die Werte angepasst. Das heißt, in dem Umkehrschluss, das Ganze funktioniert dann auch automatisch. Und ihr müsst der Uhr dann auch ein bisschen Zeit geben, dass ihr euch kennenlernt. Und dann werden die Werte nach und nach optimiert. Ihr habt aber auch dann die Möglichkeit hier, wenn ihr zum Beispiel Leistungsdiagnostik gemacht habt, euch dann ja die Herzfrequenzwerte auch manuell in der App zu hinterlegen bzw. auf die Uhr zu synchronisieren. Dann haben wir hier noch eine Laufprognose. Das ist jetzt zum Beispiel einmal für 5 Kilometer, dann für 10 Kilometer bzw. für Halbmarathon als auch für Marathon. Wir sehen jetzt hier, meine Leistung hat sich deutlich verschlechtert. Also das bedeutet, wenn die Kurve nach oben geht, ist eher schlecht. Wir sehen jetzt hier, rechts sind die Zeiten. 5:02 war ich mal in einem Bereich gewesen. Jetzt bin ich mittlerweile bei 5:06. Das Ganze basiert dann auf den letzten 4 Wochen. Das sehen wir hier unten. Und so bekommt ihr dann eine kleine Übersicht, wie ihr aktuell oder was euer Trainingszustand aktuell für die Strecken ist. Was aktuell leider noch nicht dabei ist, ist jetzt der Morgenbericht. Das heißt also, wenn ihr morgens aufsteht, das Ganze wird noch nicht angezeigt. Da bekommt ihr auf den anderen Garmin-Uhren Daten angezeigt, wie etwa, wie euer Schlaf war, was ja euer Zustand ist und wie das Wetter zum Beispiel wird. Das ist momentan hier noch nicht dabei. Ebenfalls ist noch nicht das Wettkampf-Widget dabei. Das Wettkampf-Widget wurde ja mit der Forerunner 255 eingeführt und wurde bis jetzt auf alle Uhren dann ausgerollt, auf allen neuen Uhren. Das ist einfach so, da könnt ihr einen Wettkampf hinterlegen und zum Beispiel eine Zielzeit setzen und dann bekommt ihr bis zu dem Datum oder bis zu dem Wettkampf hier einen Trainingsplan heraus, der euch dann einfach hilft, dann entsprechend die Zeit zu erreichen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mal nachgeschaut, im Beta-Forum gibt es jetzt für die Instinct 2 schon dieses Update bzw. die Möglichkeit, dass entsprechend hier dies kommen soll. Ich vermute mal ganz stark, dadurch, dass die hier sehr ähnlich sind, die Uhren, dass wir dann bei der Instinct Crossover das dann auch bald sehen werden. Es ist jetzt nur ein bisschen Geduld angesagt und dann dürfte es wahrscheinlich hier dann auch entsprechend diese Widgets hier auf der Uhr geben. Die Uhr unterstützt natürlich dann auch ein Herzfrequenzmesser. Wir haben jetzt hier, wenn wir umdrehen, sehen wir hier einen optischen Sensor verbaut und der misst sowohl hier Blutsauerstoff als auch die Herzfrequenz. Ich habe jetzt schon mal die ersten Läufe gemacht und die ersten Läufe waren jetzt gar nicht schlecht gewesen gegenüber einem Brustgurt. Lediglich, als es mal richtig kalt war und es minus 9 Grad draußen war, da hat es ein bisschen Probleme gemacht, aber da haben auch mit anderen Uhren Probleme gehabt. Also scheinbar gibt es hier ab gewissen Temperaturen etwas Schwierigkeiten, hier den Sensor vernünftig abzulesen, beziehungsweise dann hier die Daten abzulesen. Aber insgesamt war ich bis jetzt doch sehr zufrieden, muss das Ganze aber dann noch ein bisschen mehr testen. Ich werde die Uhr dann auch nochmal testen, beziehungsweise einen Test dazu machen und da gehe ich nochmal mehr auf die Details dann entsprechend ein. Dann haben wir dann schon angesprochen die Herzfrequenzvariabilität, die angezeigt wird. Dann haben wir hier noch den Pulsoximeter, der dann die Blutsauerstoffsättigung anzeigt. Und das könnt ihr auch so einstellen, dass es entweder den ganzen Tag misst oder dann entsprechend hier nur beim Schlafen. Ich habe jetzt hier die tägliche Messung drin, da ich die Uhr entsprechend im vollen Umfang teste und einfach schaue, wie lang hier die Akkulaufzeit ist. Zum Thema Akkulaufzeit kommen wir dann gleich noch. Dann haben wir hier noch einen Kalender hinterlegt, den wir nutzen können. Ich habe zum Beispiel jetzt hier meinen Apple-Kalender, wo die Daten gezogen werden. Dann haben wir natürlich auch Benachrichtigungen, die hier angezeigt werden auf der Uhr. Wir sehen zum Beispiel hier von Garmin Connect selber eine Anzeige, dass das Telefon mit Hilfe von der Instinct gesucht worden ist, beziehungsweise hier auch jetzt ein Podcast, der sich aktualisiert hat, bekomme ich dann hier nochmal eine kleine Übersicht über meinen NFL-Podcast und so habt ihr dann entsprechend hier alle Meldungen. Auch von WhatsApp werden die ganzen Sachen angezeigt, wenn was reinkommt. Ist aber so, ihr könnt dann nicht entsprechend hier auf die WhatsApp antworten, sondern hier nur die Nachricht lesen und dann müsst ihr das Handy herausholen, wenn ihr dann auf die Nachricht antworten wollt.
Ebenfalls haben wir dann hier auch noch einen Thermometer verbaut, der entsprechend ja dann die Außentemperatur oder die Temperatur misst, sowohl die Körpertemperatur als auch dann, wenn ihr zum Beispiel das Ganze mit einem Neoprenanzug tragen wollt, die Wassertemperatur. Das ist hier ebenfalls mit dabei. Ihr könnt euch das Ganze dann auch entsprechend hier bei den Workouts dann anzeigen lassen, wenn ihr dann das Ganze möchtet. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, jetzt die Uhr hier in Garmin Connect IQ anzumelden. Das ist ja eine eigene App. Das heißt also hier so ein Store, den ihr nutzen könnt. Ich habe zum Beispiel hier die App My Battery runtergeladen. Und da sehen wir jetzt auch schon mal zum Thema Akkuverbrauch. Ich habe die Uhr jetzt bei Workouts getragen, habe wie gesagt sie 24/7 an, beziehungsweise auch dann hier Schlaftracking, Pulsoximeter und hier das GPS im vollen Maße, was geht. Und ihr seht hier, wir haben hier einen Stundenverbrauch von 0,66%. Das ist so der Mittelwert aus allem. Und dann können wir uns einfach mal die Statistik angucken, wie das Ganze hier aussieht. Akkuladung ist noch 3 Tage. Und hier ist es auch so tatsächlich, wir sehen hier, der Zeiger, der steht jetzt hier ein bisschen über die App bzw. über das Widget. Und es ist auch tatsächlich so, dass nicht alle Widgets hier optimiert sind auf die Uhr. Die Uhr ist noch relativ neu. Es gibt ja in dieser Form eigentlich nur die Vivo Move Uhren, die jetzt nicht alle Widgets unterstützen. Und das ist bei den Autouhren so die erste, die das kann. Und ich denke mal, da wird sich wahrscheinlich dann auch dem Thema Widget noch einiges tun, beziehungsweise hier angepasste Widgets für die Uhr dann entsprechend geben. Auch hier haben wir dann mal die Möglichkeit, die Widgets dann separat einzustellen. Das wäre dann hier in dem Bereich Übersicht. Und dann sehen wir jetzt auch hier, das sind jetzt alle Widgets, die wir jetzt gesehen haben. Aber es gibt dann hier noch zum Beispiel letzte Radtour, letztes Lauftraining oder Intensitätsminuten können wir uns anzeigen lassen oder auch Höhenmesserbarometer separat. Das war jetzt zum Beispiel in dieser ABC-App drin, da ist auch der Kompass mit dabei, das ist das Ganze ein bisschen aufgeräumt. Oder zum Beispiel auch die Uhr unterstützt den Health Snapshot, dann könnt ihr jeden Tag ja so eine Übersicht machen, wo dann das Blutsauerstoff gemessen wird, die Atemfrequenz. Da habt ihr auch die Möglichkeit, beziehungsweise dann auch die Atmung könnt ihr auch nochmal separat anzeigen lassen, beziehungsweise die alternativen Zeitzonen. Um mal ganz kurz in den Garmin Connect IQ Store reinzugehen, das ist jetzt hier entsprechend die Übersicht, die wir haben. Wir haben jetzt die Uhr hier ausgewählt, da ist die falsche Uhr. Wir wollen eine andere, wir nehmen jetzt die Crossover und sind jetzt hier, die ist entsprechend auch ausgewählt. Das wirkt sich nämlich dann auch darauf hinaus, was dann für Apps angeboten werden, weil ihr bekommt dann immer nur die Apps angezeigt mit der Uhr, die auch entsprechend unterstützt wird. Wir sehen zum Beispiel hier, die Komoot-App ist jetzt hier dabei. Da habe ich übrigens auch mal ein Video zu gemacht mit der Venue 2 Vivo Active, wie das Ganze hier funktioniert. Das verlinke ich dir oben mal. Da kann man mal sehen, die neue Komoot-App, was die leistet. Und so habt ihr dann die Option, hier verschiedene Sachen auszuwählen. Es ist noch ein bisschen übersichtlich bei der Crossover. Wie gesagt, die Uhr ist noch relativ neu. Ganz interessant dürfte wahrscheinlich für die meisten hier die Display-Designs sein. Da gehen wir jetzt einfach mal rein, was es hier so alles gibt. Und da sehen wir hier schon mal eine Übersicht. Das sind so die verschiedenen Display-Designs, die ihr hier auswählen könnt. Zum Beispiel hier gerade auf Instinct-Uhren abgestimmten Display-Designs oder auch dann hier nochmal andere Übersichten, die entsprechend hier unterstützt werden. Wir haben auch zum Beispiel von Garmin selber Display-Designs, die jetzt nicht direkt hier auf die Uhr drauf sind. Die können wir dann auch nochmal von Garmin selber herunterladen und dann habt ihr entsprechend auch hier neue Display-Designs. Wenn wir jetzt gerade im Connect IQ Store sind und ihr Stride-Nutzer seid, momentan gibt es leider hier von Stride direkt keine Möglichkeiten, hier Widgets zu hinterlegen bzw. anzulegen. Ich vermute mal, dass da vielleicht mit gewisser Zeit irgendwann was kommt. Ich kann es nicht versprechen, aber hier ist aktuell nichts dabei. Und das ist doch sehr ungewöhnlich für Garmin-Uhren, weil die meisten Garmin-Uhren das tatsächlich unterstützen. Selbst eine Venue 2 Plus oder auch jetzt hier die Venue SQ2 hat das Ganze hier aktuell bei der Crossover momentan noch nicht vorhanden. Weil wir auch schon gerade das Thema Sicherheiten hatten, gehen wir auch nochmal ganz kurz hier nochmal eben in die Tiefe, weil das für mich persönlich immer so ein wichtiger Punkt ist. Und zwar gibt es hier Sicherheit und Tracking. Wir haben ja einmal die Option, uns ja verschiedene Workouts und Unfallbenachrichtigungen einzustellen. Das heißt also zum Beispiel fürs E-Bike oder auch dann fürs Radfahren, aber auch fürs Gehen. Das heißt also, wenn ihr geht und ihr habt vielleicht auch eine Krankheit, es gibt ja so Menschen, die das haben, da könnt ihr es entsprechend einstellen, das Ganze wird erkannt und dann auch hier werden entsprechend die Personen dann benachrichtigt, wenn euch da was passiert. Ebenfalls könnt ihr dann auch das sogenannte Live-Track nutzen. Das heißt also, wenn ihr eine Aktivität startet und das Ganze mit Garmin Connect verbunden ist, dann wird eine E-Mail rausgeschickt an den Kontakt, den ihr hinterlegt habt. Der bekommt dann eure Daten gezeigt, beziehungsweise wo ihr dann unterwegs seid, zu was ihr gelaufen seid, beziehungsweise wo ihr hin wollt. Ihr müsst aber das Ganze aktivieren, das ist nicht standardmäßig aktiviert. Dafür geht jetzt einfach zurück in der App, beziehungsweise hier auf die 3 Punkte. Und dann gibt es hier in dem Menü einmal Sicherheit und Tracking. Und da müsst ihr hier auf Live-Track gehen und da müsst ihr das Ganze dann einmal aktivieren. Normalerweise sieht es dann entsprechend so aus. Und wenn das Ganze hier dann aktiviert, bekommt dann entsprechend die Person auch dann die Daten zugeschickt und weiß dann, wo ihr dann unterwegs seid, wenn ihr das entsprechend möchtet.
Wir haben hier natürlich eine Sportuhr. Was bei einer Sportuhr interessant, natürlich die Aktivitäten. Darauf gehen wir jetzt einfach hier rechts oben rein und dann sehen wir einfach mal meine Favoriten, die ich hier hinterlegt habe. Wir haben zum Beispiel das Laufen. Was unterstützt wird, ist unter anderem hier zum Beispiel die täglichen Trainingsvorschläge, die basieren auf eurem Workout, das ihr macht. Ich bekomme zum Beispiel jetzt angezeigt hier ein Basistraining von 7,05 pro Kilometer und das Ganze auf 27 Minuten Laufzeit. Und dann wird das Ganze hier nochmal ein bisschen erklärt, was das eigentlich bedeutet. Das könnt ihr jetzt entsprechend ausführen und direkt loslegen oder ihr könnt das Ganze überspringen und könnt einfach so loslaufen, ohne dass ihr jetzt hier sagen wollt, okay, ich möchte trainieren. Ebenfalls habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier Display-Designs selber einzustellen, beziehungsweise Datenfelder. Und da habe ich jetzt zum Beispiel bei mir hier das Ganze so eingestellt. Wenn ihr jetzt den Pod bzw. HM Pro Gurt oder HM Run Gurt benutzt oder HM Plus Gurt, dann bekommt ihr auch Laufeffizienzwerte angezeigt, zum Beispiel hier dann, ob ihr dann ausbalanciert seid, euer vertikales Verhältnis, die vertikale Bewegung, aber auch dann die Wattmessung. Und hier ist es auch so, wir haben auch noch keine Wattmessung am Handgelenk, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Phoenix 7, was geupdatet worden ist. Hier ist auch so, dass die Instinct 2 das Ganze hier mit dem Update oder mit der Beta bekommen hat. Ich vermute mal ganz stark, dass wir das auch dann hier Wattmessung am Handgelenk dann auch ebenfalls irgendwann hier mit einem Update erhalten werden. Aber momentan ist es nur mit dem Brustgurt bzw. mit dem Pod möglich, das entsprechend zu nutzen bzw. danach zu trainieren. Ebenfalls haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier eigene Trainings zu erstellen. Das heißt also, wenn ihr das Training synchronisiert, wird das Ganze entsprechend hier hinterlegt. Ich habe jetzt keins da, das ist nur der Vorschlag für heute. Das könnt ihr dann über die App selber machen oder auch hier direkt Intervalle durchführen oder auch einen Pace-Pro-Plan erstellen. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Strecke hinterlegt habt, weil die Uhr unterstützt auch Navigation, dann könnt ihr einen Pace-Pro-Plan machen, der euch dann einfach hilft, eure Zeit entsprechend zu erreichen. Das heißt also, das Ganze wird in Splits eingeteilt und ihr bekommt dann immer ein Update, ob ihr dann unter der Zeit seid oder über der Zeit und bekommt so eine kleine Hilfe, um das Ganze zu erreichen. Dann können wir noch einen Laktatschwellentest machen oder dann hier ein Ziel einrichten, was wir erreichen wollen, beziehungsweise gegen eine eigene Aktivität antreten. Das funktioniert einfach ganz einfach. Ihr geht jetzt hier rein und dann wird aus dem Protokoll hier diverse Vorschläge gemacht und dann könnt ihr gegen die Aktivität direkt selber antreten. Dann haben wir natürlich hier noch Gehen, Radfahren bzw. Indoor-Rad ist möglich. Es gibt dann auch noch ein Mountainbike-Profil, das euch dann entsprechend auch anzeigt, wie gut ihr Downhill fahrt. Dann wird das Ganze auch nochmal bewertet. Oder dann zum Beispiel ein HIT-Workout, bei dem dann entsprechend diverse HITs hinterlegt werden können, wie zum Beispiel Tabata. Und hier werden dann entsprechend die Rundenzahl, Belastung und Erholungsintervalle angezeigt. Die könnt ihr dann auch entsprechend hier verwalten. Wie angesprochen gibt es dann hier auch eine Navigation. Ihr könnt euch innerhalb des Workouts oder dann auch hier separat navigieren lassen, das Ganze eine Krümelnavigation. Dazu werde ich dann auch nochmal einen Test machen, falls es interessiert, lasst doch gerne ein Abo da. Da werde ich nochmal ein separates Video machen, das Ganze mal erklären, wie ihr die Strecken drauf bekommt, wie das Ganze in der Praxis abläuft und wie gut das Ganze dann auch tatsächlich ist. Dann haben wir noch einen Expeditionsmodus, da können wir auch mal reingehen. Der dient dazu, das Ganze nochmal hier zu verlängern, beziehungsweise hier werden dann diverse Sensoren abgeschaltet. Und zum Beispiel hier 1 Stunde wird dann immer nur ein GPS-Punkt gesetzt und so habt ihr dann die maximale Akkulaufzeit, falls ihr dann mal entsprechend hier länger unterwegs seid. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier Wegpunkte und Projektion durchzuführen, beziehungsweise hier Referenzpunkte zu setzen. Dann haben wir noch die Option, eine Flächenberechnung durchzuführen. Das heißt also, wenn ihr das Ganze auswählt und zum Beispiel hier was abmessen wollt, dann lauft ihr einfach die Position ab und dann bekommt ihr entsprechend hier dann auch die Fläche angezeigt. Wenn wir jetzt noch auf Hinzufügen gehen, dann sehen wir hier, dass wir ein neues aufgeräumtes Menü haben. Das heißt also, wir haben einmal hier Multisport-Funktion, das heißt also Triathlon wird auch unterstützt und hier haben wir dann eine Übersicht der diversen Aktivitäten, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel ins Schwimmen hineingehen, bekommen wir dann alle Schwimmeinheiten angezeigt, die es hier gibt, beziehungsweise dann bei Wintersport sehen wir dann auch nochmal komplett in der Übersicht, was für Aktivitäten es gibt. Um das Ganze mal übersichtlicher zu zeigen, gehen wir jetzt hier auch nochmal in die Aktivität hinein. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, also wenn ihr in Aktivitäten seid, dann ist hier dieser Menüpunkt nicht dabei, deswegen bin ich jetzt hier wieder rausgegangen. Dann gehen wir mal auf Aktivitäten und Apps. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, jede Aktivität bzw. jedes Display-Design selber einzustellen, beziehungsweise jedes Datenfeld. Da können wir einfach auf Trainingsseiten gehen und dann haben wir hier Optionen, das Ganze nochmal einzustellen. Wir sehen auch hier, wenn wir zum Beispiel ein Datenfeld hinzufügen, können wir auch ein benutzerdefiniertes machen und wir können hier bis zu maximal 4 Datenfelder anzeigen lassen. Dann haben wir hier auch die Option, zum Beispiel die Autopause zu verwalten oder Autoanstieg, aber auch hier die 3D-Distanz etc. können wir dann auch hier verwalten und entsprechend nutzen. Und hier haben wir auch den Punkt Satellitensystem, also wir können es einmal global verwalten oder auch für jede Aktivität einzeln. Wir sind jetzt wie gesagt im Laufen drin. Wir haben hier die Option, entweder einen Standard zu verwenden oder nur GPS oder alle Systeme. Ich nutze immer alle Systeme an der Stelle.
Das heißt also, hier wird Galileo und GLONASS bzw. japanische und chinesische Standard benutzt. Und es ist aber so, dass es kein Multiband wie zum Beispiel bei der Apex oder bei der Phoenix. Das ist nur ein einfaches System. Aber trotzdem haben wir hier schon, ich blende es einfach mal ein, schon mal gute Werte bekommen. Ich habe das Ganze noch nicht zwischen Häusern bzw. hier im Wald genutzt bzw. getestet. Aber so der erste Eindruck war schon mal ganz gut. Und ich hatte auch nur so 20 bis 30 Meter Abweichung gegenüber der Apex 2 Multiband. Und da kann es auch mal sein, dass hier vielleicht ein Messfehler war, weil die Apex nicht am Handgelenk war, sondern an meinem Gurt. Aber um mal die restlichen Workouts zu sehen, wir sehen hier die Übersicht, da können wir noch auf Hinzufügen gehen. Und dann sehen wir jetzt einfach nochmal die Liste mit den Workouts, die aktuell nicht ausgewählt sind. Wir sehen hier, es sind doch etliche Workouts dabei. Also es ist eigentlich quasi wie bei der Phoenix, dass ja komplett alles, was wir so kennen, entsprechend hier enthalten. Wir haben zum Beispiel auch taktisch dabei oder auch Jagen zum Beispiel ist hier enthalten. Also das heißt, auch da ist alles hier dabei. Ja, dann werfen wir nochmal einen kleinen Überblick auf Garmin Connect selber. Das ist jetzt hier die Startseite, die wir hier sehen. Und das ist so, ihr bekommt hier oben einmal den Trainingszustand angezeigt. Das ist ja das, was wir schon gerade auf der Uhr gesehen haben. Auch hier ist ebenfalls der Formaufbau. Und wir bekommen zum Beispiel gesagt, dass der leicht aerobe Bereich momentan zu gering ausgelastet ist. Ihr könnt euch das Ganze dann auch mal im Detail anschauen. Hier bekommt dann auch mal die VO2 Max, aber auch nochmal die Belastung. Ja, wir sehen auch hier, ich habe sehr einseitig trainiert. Wir sehen hier die optimalen Bereiche, wo ich eigentlich sein sollte. Das sind diese gestrichelten Linien. Da bin ich weit weg von. Und wir sehen auch hier nochmal die Trainingsbelastung beziehungsweise hier die aktuelle Belastung. Dann sehen wir hier nochmal das Trainingsload entsprechend angezeigt. Wir sehen auch hier, dass ich deutlich drüber war und überlastet war und mich langsam wieder hier in den Bereich bewege. Da ich hier krank war, sehen wir hier ganz gut, wie sich es hier nach unten bewegt hat. Ebenfalls bekommen wir dann auch nochmal die Herzfrequenz angezeigt. Da können wir auch nochmal die Sachen im Detail anschauen, wie sich die ganzen Sachen hier zusammensetzen. Zum Beispiel, wenn wir das Jahr betrachten, sehen wir hier dann auch den Ruheherzfrequenzbereich im Durchschnitt, beziehungsweise dann auch hier, ja, was die maximale Herzfrequenz war in der Zeit. Dann habt ihr nochmal einen Überblick der Body Battery, beziehungsweise auch des Stress. Auch da könnt ihr euch Details nochmal genauer anschauen. Oder auch bei den Schritten könnt ihr nochmal genau schauen, wie sich die über den Tag hier zusammengesetzt haben, wann ihr die meisten Schritte gesammelt habt. Aber auch dann hier könnt ihr aktiv Kalorien-Tracking betreiben. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr MyFitnessPal zum Beispiel nutzt, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben mal. Da könnt ihr das Ganze hier verbinden und dann hier die Kalorien tracken. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht, aber dann bekommt ihr hier dann auch das Delta angezeigt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt entsprechend abnehmen wollt, dann wird das Ganze hier mit der Nahrung befüllt und habt dann hier entsprechende Werte. Dann sehen wir hier auch nochmal den Schlaf im Detail angezeigt. Hier jetzt dann farblich unterzeichnet bzw. abgegrenzt. Dann kann man das Ganze ein bisschen besser erkennen. Wir sehen auch nochmal hier den Pulsoximeter in der Schlafenszeit bzw. dann auch die entsprechende Atmung in dieser Zeit. Dann haben wir auch nochmal den Sleep Score bzw. den HFV-Status. Sehen wir hier momentan keinen Zustand, weil hier das Ganze noch nicht ermittelt worden ist. Wir gehen jetzt einfach mal ein Stück zurück und zwar mehr als 4 Wochen. Da können wir mal schauen, da sehen wir hier zum Beispiel, habe ich jetzt die Uhren schon angehabt, das war mit der Forerunner 955, da habe ich die Werte entsprechend gesammelt und da sehen wir hier ausbalanciert, unausgewogen oder niedrig, das war hier, wo ich dann krank wurde und schlecht geschlafen habe, da habe ich mich in die schlechten Wertezone bewegt und da sehen wir hier auch dann, wie sich das Ganze hier dann entwickelt hat und da sehen wir auch hier, da war auch am Anfang kein Zustand und das hat sich dann hier entsprechend dann die Daten hier ausgewertet. Ebenfalls könnt ihr euch dann auch die Workouts nochmal genauer anschauen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich schreibe bei mir immer rein mit Gurt, ohne Gurt, einfach für meine Tests. Dann haben wir nochmal den Vortag. Und wenn wir hier nochmal rein Workout anschauen, dann sehen wir hier einmal die, ja, wo wir gelaufen sind. Hier war ich entsprechend mit einem Brustgurt unterwegs, zum Beispiel HM Pro Gurt. Und dann bekommt ihr natürlich auch hier dann mehr Daten angezeigt, wie zum Beispiel dann auch Laufeffizienzwerte. Und die Leistung, das sehen jetzt hier zum Beispiel, ist dann die Power gemessen worden. Und da haben wir Maximalleistung bzw. durchschnittliche Leistung oder dann auch vertikales Verhältnis oder Bodenkontaktzeit wird dann ebenfalls hier ermittelt. Und wir können uns das Ganze hinten auch nochmal grafisch anzeigen lassen. Haben wir zum Beispiel Pace und Herzfrequenz, werden hier nochmal aufgearbeitet. Dann, was für Trainingseffekt für das Training war, beziehungsweise dann auch mal die Leistungswerte, Schrittfrequenz. Und so habt ihr dann auch nochmal die Werte hier grafisch angezeigt, ob sie jetzt gut oder schlecht waren. Das habt ihr dann auch nochmal dabei. Ja, das war jetzt so der erste grobe Überblick der Garmin Instinct Crossover. Wie gesagt, ich werde die Uhr jetzt nochmal ausführlich testen und dann auch nochmal, wie gesagt, auf die Details wie zum Beispiel GPS, Herzfrequenz eingehen, aber auch dann hier meine Alltagserfahrung mit der Uhr und euch dann einfach mal einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir unten mal eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise mit dem neuen Kanal ist, verlinke ich dir oben auch mal eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Ansonsten würde ich mich freuen, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.